Wenn ihr nach Island reisen wollt, dann ist das am bequemsten, wenn ihr euch einfach in das nächste Flugzeug setzt und direkt bis Reykjavik durchfliegt. Wenn ihr aber wie ich mit dem Motorrad nach Island wollt, dann bleibt euch leider nur eine einzige Möglichkeit und das ist die, die ich gleich nutzen werde. Ich befinde mich nämlich hier gerade im Fährhafen von Hirtshals und werde in wenigen Stunden von hier aus die Fähre nach Island nehmen. Da das sicherlich nicht nur für mich ein kleines Abenteuer ist, werde ich euch in diesem Video mal genau zeigen, wie ihr und euer Motorrad mit der Fähre nach Island gelangt. Meine Reise beginnt frühmorgens ganz unspektakulär an der deutsch-dänischen Grenze. Hier habe ich übernachtet und von hier nehme ich den Rest der Anfahrt bis zum norddänischen Hirtshals in Angriff. Um 15 Uhr nehme ich von dort aus die Fähre in Richtung Färöer und schließlich weiter nach Island. Das erste, was mich am Fährterminal erwartet, ist das hier. Kilometerlanger Stau vor dem noch geschlossenen Check-in. Hier sind wir, da hinten wollen wir hin. Die MS Norröna liegt bereits im Hafen und überragt alle Gebäude im Hafenbereich. Die Norröna ist abgesehen vom Flugzeug der einzige Weg nach Island. Die 2002 in Lübeck gebaute Autofähre ist 165 Meter lang und 30 Meter breit, sie kann 1482 Menschen und ihre Fahrzeuge aufnehmen und bringt sie mit über 29.000 PS bis zu 21 Knoten schnell von Hirtshals über Tórshavn auf den Färöern bis nach Seyðisfjörður auf Island. 2020 wurde sie umfassend modernisiert und erweitert, es wurde nahezu ein ganzes weiteres Deck mit 50 Kabinen und die Bar im Aussichtsbereich auf Deck 10 angebaut. Die Route führt die Norröna erst durch den Skagerrak an der südnorwegischen Küste vorbei, rüber zu den Shetlandinseln und von dort über den offenen Atlantik und die Färöer nach Island. Das ist eine Distanz von 1574 Kilometern oder 850 Seemeilen. Nach und nach öffnen die Check-in-Schalter und die Schlange bewegt sich. Mit einem Motorrad auf einer Fähre hat man meistens den Vorteil, dass man als erstes an Bord darf. Die im Vergleich zum Auto kleinen Maschinen werden im hintersten Teil des Laderaums untergebracht, gerne unter einer schrägen Fläche, unter die kein Auto mehr passt. Ich fahre daher als erst zweite Person an Bord. Der Geruch im Laderaum ist überwältigend, es riecht nämlich sehr stark nach Fisch. Kein Wunder, denn die Färöer exportieren über die Norröna einen großen Teil ihres Fangs. Immerhin riecht es nach frischem Fisch, vielleicht ist es ja unser Abendessen. Sein Motorrad abzuspannen ist immer eine Qual. Jede Fähre hat ihr eigenes, manchmal kompliziertes Gurtsystem und bis man raus hat, wie es funktioniert, macht man sich gefühlt ewig zum Affen. Die Haken der Spanngurte sind außerdem immer zu klein für meine guten Touratec-Sturzbügel, ich schaffe mir daher mit einem Mastwurf Abhilfe. Macht das hier auf jeden Fall ordentlich, der Seegang auf dem Nordatlantik spielt mit eurer Maschine unter Umständen sonst Ping-Pong. Auf dem Rückweg lagen nicht richtig gesicherte Maschinen tatsächlich auf der Seite. Und da ich mit als erster an Bord war, kann ich mir oben an Deck einen der besseren Aussichtspunkte während des Ablegens suchen. Diejenigen, die auf den Färöern das Schiff verlassen, gehen als letztes an Bord und während der Lademeister unten auf der Rampe seinen Tanz aufführt, hat sein Chef von oben den Überblick. Wer arbeitet, führt nicht, oder wie war das noch? Aber bevor wir in See stechen, meine Islandreise wird gesponsert von Kaseler Whisky Honiglikör. Geht auf www.kaseler.de und schaut euch an, dass der nicht nur sowohl Whisky als auch Likörliebhabern gut schmeckt und der ideale Absacker nach langen Tagen auf dem Motorrad ist, sondern auch eine tolle Grundlage für viele andere Getränke. Mit dem Code GS10 könnt ihr euch außerdem 10% auf euren Einkauf sichern. Also los!
Dann nehme ich euch mal mit nach unten und zeige euch meine Kajüte. Oder auch nicht. Meine Karte funktioniert nicht. Mal wieder. Passiert mir auf Fähren irgendwie immer. Also von Deck 8 ganz vorne auf Deck 5 ganz hinten zur Rezeption und eine neue Karte holen. Ich teile mir mit 3 anderen Herren eine Viererkabine. Jeder hat ein Bett, einen winzigen Schrank und ein gemeinsames Bad. Das war's. Reicht aber auch. Am besten finde ich den Fernseher, genauer gesagt seine Programme. Man kann über eine Kamera am Bug sehen, was vor dem Schiff passiert, oder man kann auf einem Infokanal Tipps zum Reisen in Island erhalten. Mit der Viererkabine gönne ich mir auch bereits einen gewissen Luxus, denn ich könnte auch in einem 6-Personen-Schlafsaal tief unten im Bauch des Schiffes schlafen. Gefühlt befindet man sich da unten wie in der 3. Klasse an Bord der Titanic, man könnte so aber noch ein paar Euro sparen. Was ich dann auch zum Anlass nehmen möchte, mit euch übers Geld zu reden, denn günstig ist diese Reise nicht. Hier seht ihr meine Buchungsbestätigung mit allen Kosten aufgelistet. Die beiden Fahrten kosten mich am Ende mit den Mahlzeiten fast 1000 Euro, das ist schon eine stolze Summe. Man kann noch etwas sparen, indem man eigenes Essen mitbringt, aber meine Möglichkeiten sind da auf dem Motorrad natürlich stark begrenzt. Und an dieser Stelle möchte ich noch etwas Generelles zu meinem Umgang mit Geld loswerden, da mir während der Reise entlang der Alpenstraße in der Vergangenheit doch tatsächlich vorgeworfen würde, ich wäre im Urlaub zu geizig, nur weil ich aufzeige, wo man den einen oder anderen Euro sparen könnte. Ich unternehme in der Regel 2 große Motorradreisen im Jahr, beide mehrere 1000 Kilometer lang. Entsprechend fallen hohe Kosten an Kraftstoff, Inspektionen, Unterkünften und Verpflegung an, die auch erstmal gedeckt werden müssen, denn alle Fixkosten laufen zu Hause ja weiter. Natürlich gönne ich mir auch Dinge im Urlaub, in erster Linie gönne ich mir ja den Urlaub selbst, das kann leider nicht jeder. Aber wie ihr seht, frisst bereits die An- und Abreise dieser Tour ein tiefes Loch in die Reisekasse, daher muss ich das Geld nicht unbedingt mit vollen Händen rauswerfen. Vor allem nicht, da Island ein für deutsche Verhältnisse sehr teures Reiseland ist. So viel zum Thema Kosten der Reise. Aber was bekommt man eigentlich so für sein Geld? Ihr könnt aus eurer Überfahrt eine sehr angenehme Kreuzfahrt machen, vorausgesetzt ihr seid bereit dafür zu zahlen. Man kann es sich an Bord nämlich durchaus gemütlich machen. Sei es in einem der 3 Hot Tubs mit perfektem Blick auf das Meer, beim Sport an Deck oder im Fitnesscenter ganz unten im Schiff auf Deck 1, oder in einer der zahlreichen Bars, Lounges oder Restaurants an Bord. Ihr könnt aus mehreren Restaurants eure Mahlzeiten wählen, je nach Preisklasse. Das Essen an Bord ist teuer, aber sehr gut. Die Mahlzeiten lassen sich entweder vorbuchen oder an Bord spontan kaufen, einen preislichen Unterschied macht das nicht. Es gibt deftige Kost, viel Fisch und Fleisch, Veganer werden es hier schwer haben. Wichtig bei allen Aktivitäten an Bord, die Zeit an Bord ist die färöische, also deutsche Zeit minus 1 Stunde. Stellt euer Handy am besten entsprechend ein, sonst kann es bei den Öffnungszeiten schon mal zur Verwirrung kommen. Getränke und alles andere Essbare erhaltet ihr im bordeigenen Shop. Finger weg vom Leitungswasser an Bord, es sei denn, ihr wollt unbedingt einen Besuch auf der Keramik. Hauptsächlich handelt es sich aber um einen Duty-Free-Shop wie am Flughafen, der Fokus liegt also auf Alkohol, Parfum und Süßigkeiten. Mein Tipp, nehmt euch ein paar Euro in bar mit und bezahlt damit, das ist wechselkursbedingt günstiger als in dänischen Kronen mit der Karte zu bezahlen. Die Orientierung ist an Bord dabei immer recht einfach. Es gibt zahlreiche Wegweiser und wenn man die Logik des Schiffes einmal verstanden hat, kommt man super zurecht. Aber auch wo sich das Schiff gerade befindet, könnt ihr immer nachverfolgen. Auf Deck 5 lässt euch die Besatzung der Brücke am Kurs und der exakten Position des Schiffes teilhaben. Insgesamt ist die Norröna die sauberste Fähre, auf der ich bislang war, kein Vergleich mit einigen der Ostseefähren nach Schweden oder Norwegen. Wenn ihr mit der Norröna die Überfahrt nach Island wagen wollt, dann brennt euch sicherlich eine Frage ganz dringend unter den Nägeln, die auch mir bis gestern noch unter den Nägeln brannte, nämlich wie ist das eigentlich während der Überfahrt mit dem Wellengang auf hoher See?
Also ihr seht hinter mir, Wellengang ist nicht wirklich vorhanden und das, obwohl ein ordentlicher Wind pfeift. Gestern Abend beim Auslaufen, wage ich zu behaupten, hatten wir ungefähr Windstärke 9. Davon merkst du an Bord allerdings erstmal nicht viel. Klar, das Schiff schaukelt nach links und nach rechts, es stampft nach vorne und hinten. Das war's dann aber auch. Ich teile mir die Kabine mit einem aus Island und der erzählt ganz andere Geschichten, wie er hier im Februar wirklich durch schweren Sturm fahren musste. Und ich habe hier Anfang des Jahres auch einem Reisevortrag von Andreas Hülsmann gelauscht, der auch berichtete, dass die Schiffsschraube stellenweise das für sie vorgesehene Element verlassen hatte. Also, ich denke, hier trifft das Aachener Sprichwort "Et kütt wie et kütt". Von daher hoffen wir das Beste, dass die Überfahrt ruhig bleibt. Der Wetterbericht ist auf jeden Fall vielversprechend und sollte euch doch mal schlecht werden, dann könnt ihr an der Rezeption auch jederzeit Antibrechmittel und sonstige Mittel gegen Reiseübelkeit erwerben. Hier an Bord ist also vorgesorgt, es sind auch hin und wieder mal Tüten vorhanden, die man sich zur Not schnappen könnte. Allerdings befanden wir uns zu diesem Zeitpunkt noch in der Nordsee, die im Windschatten von England und Schottland liegt. Als wir aber auf halbem Weg zu den Färöern die Shetlandinseln passieren und in den offenen Atlantik einfahren, ändert sich das. Schlechteres Wetter zieht auf und der Seegang wird spürbar stärker. Ab den Shetlandinseln hört man zumindest hier und da zum ersten Mal von Übelkeit wegen des Schaukelns. Die Mittel gegen Seekrankheit an der Rezeption sollen laut Besatzung dagegen Wunder wirken. Aber sie sollen auch außerhalb der Färöer verboten sein. Muss dann jeder wissen, ob er sie nimmt oder nicht. Nach fast 2 Tagen auf See tauchen schließlich die Färöer am Horizont auf. Die Norröner legt hier für 6 Stunden an und es gibt kostenloses Infomaterial sowie Karten zu den Färöern an Bord. Da kann man also über einen kurzen Landgang nachdenken. Und damit moin moin von den Färöern. Ihr seht hinter mir, die Norröner wird gerade be- und entladen. Diverse Reisebusse mit Rentnergruppen verlassen das Schiff. Und auch ich will die paar Stunden mal für einen kurzen Landgang nutzen und mir ein bisschen die Hauptstadt ansehen. Tórshavn wirkt auf mich wie Schweden, nur kleiner. Und das meine ich nicht negativ, denn ich liebe Schweden. Das Besondere an den Färöern ist ihre Lage mitten im Golfstrom. Im Sommer wie im Winter ist es hier ungefähr gleich warm und recht niederschlagsreich. Und obwohl die Färöer auf derselben Höhe wie die russische Stadt Jakutsk liegen, trennen die beiden Orte im Winter ganze 38 Grad. Während es auf den Färöern im Winter durchschnittlich plus 4 Grad sind, werden es in der russischen Stadt minus 34 Grad. Die mit Gras bewachsenen Häuser hinter mir sind übrigens keine Privathäuser, nein, das ist das Regierungsviertel der Färöer. Ich bin da eben einfach so dran vorbeigelaufen, weil diese Häuser einfach nur unscheinbar sind und ich dachte, das sind normale Wohnhäuser. Ich laufe hier jetzt irgendwem durch den Vorgarten, aber nein. Auf den Türschildern steht dann auf einmal, hier arbeitet der Finanzminister, hier arbeitet der Außenminister und auf einmal hat das Türschild die Aufschrift, hier arbeitet der Premierminister der Inseln. Und mit unserem Auslaufen aus Tórshavn gehen wir endlich in den Endspurt nach Island, noch knappe 15 Stunden, bis wir am nächsten Morgen unser Ziel erreichen werden. Island voraus, zumindest irgendwo da vorne. Bei unserer Ankunft herrscht dicker Nebel, wir haben keine 100 Meter Sicht. Entsprechend ballert alle 2 Minuten das Nebelhorn des Schiffs, dass mir fast die Löffel wegfliegen. Aber plötzlich tauchen die ersten Berggipfel aus dem Nebel heraus auf, wir haben die Bucht von Seyðisfjörður erreicht. Das Abenteuer beginnt.
So Freunde, nach 3 Tagen haben wir endlich Island erreicht, jetzt wird's ernst. Und ich sag euch ganz ehrlich, ich habe vor dieser Tour einen Heidenrespekt. Das wird garantiert das größte Abenteuer, was ich bisher erlebt habe. Damit sind wir dann auch am Ende dieses Videos angelangt. Das war die Überfahrt nach Island und was uns so im Inland erwartet, das seht ihr hoffentlich im nächsten Video, wenn ihr wieder einschaltet. Und Island präsentiert sich direkt von seiner besten Seite. Zumindest anfangs. Ich lerne aber noch am selben Tag, dass man sich auf Island nicht so früh über schönes Wetter freuen sollte. Denn sprichwörtlich hinter dem nächsten Berg kann der vermeintliche Himmel ganz schnell zur Hölle werden. Aber dazu beim nächsten Mal mehr. Vergesst nicht euren Kommentar, ein Like oder gar ein Abo dazulassen. Die Videoanalysen sind recht eindeutig, dass die meisten von euch immer noch nicht den Kanal abonniert haben. Ändert das am besten direkt. Danke fürs Mitfahren, bis zum nächsten Mal.